Hallo und herzlich willkommen zu Anubis Hackjack Alliance. Einer meiner Zuschauer hat mal die Frage gestellt, wo ein sogenannter dunkler Revolver zu finden ist. Ich wusste nicht ganz anzufangen, was das nun sein soll. Hab also nachgeschlagen, alle möglichen Tutorials und alles mögliche durchforstet im Internet und habe nichts gefunden. Und dann dachte ich mir, gut, guckst du mal in deine Dateien rein. Und da ist mir aufgefallen, dass es hier Jacked Alliance Ordner, ich mache den mal eben auf und zeige den euch. Das ist der Ordner, der normalerweise bei mir gemountet wird für DOSBox. Dass hier das Spiel neben den Spielständen, in denen übrigens auch die Karten enthalten sind, die Karten während des Spiels, während sie geladen sind, als temporäre Dateien auf der Festplatte ablegt. So, ich habe mir die Struktur dieser Dateien angeguckt. Ich kann mal eine davon aufmachen. Die sieht dann so aus. Dazu habe ich mir ein kleines Template gemacht, was mir den Sektor passt und sämtliche Items anzeigt. Im 010 Editor, wer das nicht kennt, ist ein Programm zum Bearbeiten von Bearbeitung von Binaries-Dateien, ein Hex-Editor mit Template-Funktionalität. Das heißt, man kann sich ein Template zu einem Datentyp anlegen. Ich habe 6.47 jetzt laufen lassen. Man sieht, hier sind die Strukturen von den Map-Tiles, sind gewisse Informationen drin, die Werte enthalten, unter anderem auch, ob dann ein Item ist. Und dann ist danach eine Itemliste, deren Index verwendet wird. Und wir haben hier Item 63, ist laut meiner Itemliste zum Beispiel, die habe ich hier aus der Exe entpackt. Zeile 63, nein 64 müsste es sein, weil hier mit 0 anfängt. Munition. Nur so als Beispiel. So. Das sind jetzt die Dinger. Lassen wir erstmal. Und im Wesentlichen habe ich mir die ganze Information zusammengereimt und etwas vereinfacht da gemacht. Ich habe mir ein kleines Programm dazu geschrieben mit einem Formular, was eine kleine Malfläche enthält, eine Textausgabefläche. Dazu die Item-Datenbank mit sämtlichen Items, die ich gefunden habe, als String Array. Das heißt, ich kann über die Item-ID direkt den Namen abfragen. Und dann habe ich mir ein kleines Programmchen gemacht, was hier ist meine Struct übrigens von den Items, was in diesen Template-Dateien an die Position der Items springt, sämtliche Items einliest. Mehr als 200 kann man übrigens nicht hinlegen im Spiel. Wenn man mehr macht, müsste entweder eine Fehlerabfrage sein oder das Ding müsste crashen, glaube ich. Wer Langeweile hat, kann es mal ausprobieren. 200 Items ablegen auf einer Karte. Und danach wird die Karte eingelesen und wenn Items gefunden werden, wird einer vorher eingelesenen Items auf dem Index nachgesehen, was das für ein Item ist, was es für Eigenschaften hat und die werden dann entsprechend als Text dargestellt. Das heißt, ich starte das Programm mal, habe hier ein Öffne-Menü rangeclaimt, mache davon mal eine Sektor Templates auf und hier ist Sektor 10, die sind übrigens anders nummeriert, die sind im Spiel starten sie mit 1, im Game starten sie mit 0, das heißt Sektor 09 ist Sektor 10. Das heißt rechts oben auf der Karte. So, da ist die Darstellung der verschiedenen Informationen. Ich habe sie auf Farben ummünzen lassen, dass man was sieht. Diese lustigen kleinen lila Punkte sind Kisten. Das ist der Wert, der einer Kiste entspricht. Hier auch wieder zu sehen. Und in diesen Kisten findet sich einmal Sprengstoff, ein M14 Karabiner und M14 Munition in Sektor 10. Das Ganze sieht dann im Screenshot. Na, wo ist er? So aus. Da ist die Munition. Einpacken sieht man hier. Status 1 ist die Anzahl bei Munition. Ein M14 Karabiner mit Status 4 Kugeln geladen. Und Sprengstoff, der irgendwo ist. Die Sache bei diesen Kisten war, dass sie sehr schwer aufgingen. Ich musste einen mit hoher Gesundheit nehmen, nämlich Fiedel, der über 80 liegt. Und dazu die Brechstange, um die Dinger überhaupt aufzukriegen. Aber ja, hier ist eine schwarze Waffe, M14-Gewehr. Vielleicht ist es der dunkle Revolver, ich weiß es nicht. Aber so viel konnte ich rausfinden. Und das Tool hier habe ich geschrieben mit Visual Studio in C#.NET 4.5. Das heißt, wer die .NET Runtimes hat, also Windows 8 oder Windows 7, der sollte da in der Lage sein, das zu laufen zu bekommen. Ich habe auch keine speziellen Features benutzt, die nicht auch in .NET 3 drin sind.
Das heißt, ich kann ja einfach... verdammt. Ach ja, es war nicht die Mappe, es war das Projekt selber. Schon zu lange nicht mehr gemacht. Ich stelle Framework 3.5 ein als Windows-Anwendung. Das Ganze müsste immer noch starten, ohne Probleme. Ja, hier lädt kurz ein paar Sachen nach. Dauert einen Moment, weil ich 3.5 lange nicht benutzt habe. Aber unter 3.5 sollte es auch auf Windows 7 mit Service Pack 1 spätestens ohne Probleme auszuführen sein. Wir testen das Ganze nochmal an Sektor 56. Wir sehen, da ist C17-Kunststoff für Sprengstoff gebaute Schlüssel, Granate, Plastik, Sprengstoffsatz, Sprengstoff und der Sprengstoffsatz sogar, eine Ultraschildweste. Ich muss noch eine Runde plündern gehen, da liegt noch Zeug rum, muss ich feststellen. Eine Feldflasche. Und ja, mit 10% Füllstatus. Ist ja auch egal. Jedenfalls, das Ding läuft jetzt auch unter Windows 7 ohne Probleme. Als NI-CPU müsste also unter 32-Bit Windows ohne Probleme laufen. Und das Programm werde ich euch zur Verfügung stellen auf meiner Webseite und den Link gibt es in der Beschreibung. Ansonsten viel Spaß beim Plündern und wir sehen uns beim nächsten Mal.